Wie kann Partnerschaften 2030 einer Multi-Akteurs-Partnerschaft helfen? Haben Sie ein Beispiel, um dies zu untermalen? Partnerschaften 2030 ist ja das Sekretariat und der Dienstleister für das ganze Thema rund um Multi-Akteurs-Partnerschaften in Deutschland. Und ein wichtiges Element für eine Partnerschaft ist der Beginn, der Anfang. Wie komme ich überhaupt zu einer Partnerschaft? Wie finde ich die richtigen Partner? Und eine unserer Leistungen ist, dass wir genau an dem Punkt ansetzen, nämlich die Frage, wie kommt man eigentlich zu den richtigen Partnern, wie können die richtigen Leute an einem Thema gemeinsam arbeiten. Das heißt, immer wenn jemand sagt, ich habe hier ein Thema, das ich gerne in einer Partnerschaft bearbeiten möchte, das so wichtig ist, dass ich es auch in einer größeren Partnerschaft bearbeiten möchte, dann kann man sich an uns wenden und wir unterstützen dabei, die richtigen Partner zu finden, organisieren gerne auch kleinere Workshops oder Veranstaltungsformate, wo man sagt, ich bringe mal eine Gruppe zusammen, um zu brainstormen, was unsere Ideen sind. Und das sind Dienstleistungen, die wir als Partnerschaften 2030 anbieten, wirklich Akteure vernetzen, zusammenzubringen, damit man die richtigen Partner findet. Ein zweites Element ist, dass wir natürlich auch beraten im Sinne von, naja, was sind denn Erfolgsfaktoren von Partnerschaften, worauf kommt es an bei Partnerschaften, was sind auch Do's und Don'ts. Wir haben jetzt schon mit einer ganzen Reihe von Multi-Akteurs-Partnerschaften zusammengearbeitet und da können wir einfach auf unsere Erfahrung zurückgreifen und Beratungen anbieten, was wichtig ist in der Partnerschaft, was auch erste Schritte sind, um die Akteure zu unterstützen, die sich dann dazu committed haben, in eine Partnerschaft gemeinsam reinzugehen. Was sollten Organisationen und Unternehmen bedenken? Arbeiten in einer Multi-Akteurs-Partnerschaft ist nicht immer einfach und ist nicht immer leicht. Und ich glaube, da müssen wir auch sehr ehrlich sein, dass wenn wir Akteure aus Wirtschaft, aus Zivilgesellschaft, staatliche Akteure, Wissenschaft zusammenbringen, dann sind das große Aushandlungsprozesse und es ist ein hohes Maß an Kompromissbereitschaft, das man braucht, um wirklich transformative Veränderungen dann auch anstoßen zu können. Von daher ist es sehr wichtig, dass man sich bewusst ist, dass dieser Prozess einer ist, der lange dauert und der einfach viel Unterstützung, viel kollegiale Zusammenarbeit braucht und auch ein gewisses Verständnis dazu, wie Partnerschaften funktionieren. Bei uns auf der Homepage partnerschaften2030.de beispielsweise findet man dann auch klassische Erfolgsfaktoren, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut, was braucht man auch auf jeden Fall, damit eine Partnerschaft funktioniert. Das garantiert noch nicht, dass sie funktioniert, aber unsere Erfahrung zeigt, dass wenn man diese Erfolgsfaktoren nicht berücksichtigt, dass es dann für eine Partnerschaft sehr schwierig ist. Und solche Informationen findet man natürlich bei uns auf der Internetseite unter partnerschaften2030.de, findet man aber auch, wenn man uns kontaktiert, dass wir sagen, natürlich beraten wir dazu, unterstützen gerne. Was sind die klassischen Herausforderungen, was sind die klassischen Chancen, was sind die Erfolgsfaktoren, die man auf jeden Fall beachten muss, damit eine Partnerschaft die Chance hat, erfolgreich zu sein.